Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist vorbei. Was hat es mich gekostet? Wie viele Rewards habe ich bekommen im Vergleich zu den letzten World Bossen? Und ist er jetzt günstiger geworden? Ist er teurer geworden? Wie war das Fotofinish? Wir holen uns alle Rewards ab, etc. pp. Also, first things first. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Endplatzierung. Und ich hatte in meinem Leben noch nie so eine knappe Entscheidung gesehen. Irgendwo, nirgendwo. 10 Punkte Unterschied zwischen Umbums und mir. Er hat 195.681, ich habe 195.691. Das ist wirklich so haarscharf und wirklich bitter. Ich hätte es Umbums an der Stelle wirklich gewünscht, ja. Stiefelkotzer war einmal, oder ich glaube zweimal schon auf der 1 gewesen. Ich war beim letzten Mal beim World Boss auf der 1 und Umbums auf F9 zumindest noch gar nicht. Dafür ist er zum Beispiel auf F21 hier sehr gut am Start. Da hat er mich im Sandwich, ja, da ist er über und unter mir. Aber auf F9 bisher nicht. GG's an der Stelle, es war wirklich unglaublich spannend bis zum Schluss. Ansonsten, ja, sind das hier meine Belohnungen, die ich bekommen habe. Die holen wir uns jetzt auch gleich ab. Und das sind hier meine Rewards, die ich jetzt durch das World Boss Event bekommen habe. Ja? Die Schwachpunkt-Truhen, beziehungsweise generell die Truhen, muss ich sagen, haben meiner Meinung nach weniger, beziehungsweise vom Empfinden her nicht so viel gegeben wie beim letzten Mal. Also es lohnt sich fast nicht, auf die Schwachpunkt-Truhen zu gehen. Und ich hatte die auch bei den letzten World Bossen ausgesetzt. Zum Glück habe ich das gemacht. Ansonsten wäre Umbums nämlich jetzt vor mir gewesen. Das war der entscheidende Unterschied. Weil ich wurde im Chat gefragt, du musst doch auf die Ebene wechseln, da ist der Schwachpunkt noch offen, den hast du gar nicht abgeholt. Habe ich gesagt, ja, ist bewusst so, weil es geht hier um eine Entscheidung zwischen Platz 1, 2 und 3. Und da sind es mir die paar, ja, Goldfitzel nicht wert. Ich hatte irgendwas täglichen Abschluss immer so um die 15, 16, 17, 18 Truhen gehabt und es hatte mir so roundabout 200 bis 250 Millionen Gold gegeben als Tagesbelohnung für, keine Ahnung, 18 Truhen oder so. Zusammensummiert, ne? Also Schwachpunkt plus Schaden plus Einzeltreffer, ne? Und das fand ich nicht so worth, wenn es um so eine Entscheidung hier geht, wo der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 doch schon relativ gravierend ist. Auf jeden Fall, was die Kristalle und sowas anbelangt und auch die Metalle, ne? Ansonsten verglichen mit den anderen World Bossen kommt hierbei Folgendes raus. Wir haben hier einmal die beiden World Bosse. Wir fangen mal zuerst mit dem hier an. Ja, das ist der letzte World Boss gewesen und da könnt ihr schon sehen, wir haben sogar die gleiche Anzahl an Schwachpunktruhen bekommen, keinmal Killklauer gehabt und ja, so ungefähr gleich, was so die Schaden- und Einzeltreffer angeht. Und wir haben ja relativ fast genau 1 Milliarde mehr Gold gemacht als beim letzten Mal und auch etwas mehr Ressourcen gefarmt. Ja, aber das ist eher weniger relevant, sag ich mal, weniger Seelen, das juckt alles nicht. Uns interessiert wirklich nur das Gold, was wir mehr gemacht haben. Und wir sehen auch, wir haben mehr Katalysatoren bekommen als letztes Mal, wodurch wir unsere Munition zum Beispiel etwas selbsttragender gestalten konnten, was eventuell auch das Event etwas günstiger gemacht hatte als davor. Weil wenn man das jetzt mit den Pilzkosten, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Faktor, vergleichen. Ich hatte bei dem World Boss hier, das war der letzte gewesen, hatte ich knapp an die 200 € ausgeben müssen, um diesen Reward hier zu bekommen. Ja, das, was ich hier ausgegeben habe, waren jetzt relativ genau 150 €. Alles zusammengerechnet an Katalysatoren und Pilze und so weiter. Und genau, das ist quasi, also wir haben etwas weniger Geld ausgeben müssen, aber wirklich nur marginal, bekommen aber etwas mehr Rewards auch zum Teil, ne? Also ja, von den Kosten her hat sich das Event leicht gesenkt. Ich habe den letzten World Boss halt vollumfänglich gespielt mit 70-30 und diesen World Boss habe ich halt auch versucht, das Maximum rauszuholen mit der besten Spielweise, die man so haben kann. Also das Maximale, was man reinpayen kann, ne? Und das hatte ich beim letzten World Boss auch getan.
Allerdings, ja, wie gesagt, war das ja auch schon klar, dass für Leute, die eine Spielweise haben mit der Munition, die es damals gab, mit über 70% mehr Schaden und unter 30% mehr Schaden, dass das für die jetzt günstiger kommt. So, ne? Ob das jetzt für den allgemeinen Durchschnitt jetzt günstiger geworden ist, das Event, wage ich zu bezweifeln. Die Kosten sind immer noch relativ deckungsgleich in vielen Belangen und reduzieren sich wirklich erst in den oberen Upgrades des Katapultes marginal. Ja, und genau. Und im Vergleich zu dem World Boss noch vor diesem hier ist es immer noch natürlich lächerlich, was wir bekommen, denn bei dem World Boss hier damals haben wir doppelt so viel bekommen, 10 Milliarden Gold. Und bei dem World Boss hatte ich nur in Anführungszeichen 100 Euro ausgegeben. Also zu dem World Boss hier, ne, doppelt so viel ausgegeben, Hälfte bekommen. Und ja, der World Boss ist jetzt leicht besser geworden, aber halt wirklich auch nur leicht von den Rewards her, für Leute, die halt eben voll auf das Event gehen. Ansonsten, ja, gab es halt viele Spieler, die halt sich auch die kostenlosen Pilze einfach so gegrabt haben. Da gab es einige, die dann gesagt haben, okay, für mich ist der World Boss nix. Genau, ansonsten, ja, endet der World Boss auf allen anderen Servern natürlich am Sonntag um 20 Uhr. Bis dahin werden wir mit Fusion 9, denke ich mal, noch so absacken. Vielleicht so in die Bereiche hier. Mal schauen, da schätze ich das so ungefähr ein. Und ansonsten meine beste Stunde, die ich hatte, war 841. Hier war auch nochmal eine gute Stunde. Und ja, ich hatte das ganze Event mit dem Damage-Katapult gespielt, nicht mit dem Crit-Katapult. Also mit 35% Crit-Chance, nicht 55%. Das war hier meine beste Stunde, die ich hatte, 841. Ne? Hatte aber auch Flauten dabei, wo wir 18 Mal hintereinander nicht gekrittet haben. Ja, also das gab es halt eben auch. Und am Ende des Tages ist das World Boss Event für die Leute relativ RNG-lastig geworden. So. Man kann nicht mehr sehr viel selbst darüber entscheiden. Jeder baut fast das identische Katapult. Und es entscheidet sich wirklich nur darüber, wer macht mehr Crits. Ja, ansonsten holen wir nochmal einmal die ganzen Gutschriften ab. Hier ist meine World Boss Belohnung. 2,5 Milliarden Gold. Das ist das am Ende, worum es mir ja auch ging. Das gönnen wir uns einmal. Dann noch das Gold, ein paar Katalysatoren. Die können wir gleich noch eintauschen beim Schwarzmarkt. Und einmal hier noch die Kriegsbeute. Und dann haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Gold. Die Waffe können wir jetzt nun wieder anlegen. Dankeschön, liebe World Boss Waffe. Du hast mir treue Dienste erwiesen. Ja, da hatten wir uns ja rechtzeitig vor dem Event diese Waffe hier geholt, damit wir eine aktuelle Gegenstandsqualitätswaffe haben mit besser Durchschnittsspanne. Beziehungsweise nicht Durchschnittsspanne, sondern Durchschnittsschaden. Nicht die Spanne, sondern der Schaden. Genau, hat geregelt, hat geklappt. Und ja, jetzt haben wir durch das Event quasi 6 Milliarden. Und dann nochmal mit der Beute hier 8,5 Milliarden insgesamt dadurch gemacht. Und ja, es ist jetzt nicht verkehrtes Gold, aber es hat auch sehr viel Geld gekostet, muss man auch dazu sagen. Also 150 Euro für 4 Tage ist natürlich trotzdem immer noch nicht so wenig. Und ich glaube, die Anreize sind immer noch nicht so 100% da, so viel Geld für dieses Event auszugeben. Ja, ansonsten hier der Schwarzmarkt. Hier kann man sich die Sachen holen, die überflüssigen Katalysatoren eintauschen gegen die Währung. Und ja, das Beste, was wir hier für unsere Katalysatoren an meiner Stelle holen können, sind halt die Lucky Coins. Deswegen kaufen wir die uns dreimal. So, zack. Und den Rest müssen wir hier einzeln kaufen mit Lucky Coins. Ja, das ist sehr umständlich hier noch, wie ihr bereits sehen könnt. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie noch so 99 Lucky Coins und müsst das hier 99 mal dreimal klicken. Da hatte ich schon einen Report, sag ich mal, beziehungsweise einen Vorschlag an Playa geschrieben, ey, vielleicht kann man so eine Art Regler machen, dass man beim nächsten Mal, dass man so sagt, okay, zwischen 1 und 99 möchte ich jetzt hier meine Lucky Coins eintauschen, weil wenn wirklich jemand hier 99 mal 3 Klicks hier machen muss, ist das wirklich sehr lästig so, ne? Deswegen mit einem Regler wäre das ein bisschen
besser gelöst und wäre ein bisschen mehr Quality of Life, als das hier die ganze Zeit so zu machen. Ne? Gut, sind wir die Dings auch losgeworden, Katalysatoren. Und damit ist das World Boss Event für mich dann auch gelaufen und zu Ende. Ne? Ja, jetzt wisst ihr so ungefähr, was mich das, oder eigentlich präzise, was mich das gekostet hat, was es mir gebracht hat. Und mal gucken, wie es beim nächsten World Boss aussieht. Und mal schauen, wie das Feedback von der Community bei Playa diesmal ankommt. Aber ich denke, die werden sich schon bewusst sein, dass viele Leute aus der Community den World Boss immer noch nicht so wirklich mögen, so wie er ist. Und da halt gewisse Kernmechaniken einfach nicht so viel Anreiz geben, dieses Event halt aktiv zu spielen. So, ne? Da hatten wir sehr viel cooles Brainstorming gehabt im Livestream, sehr viele coole Ideen. Vielleicht fasse ich die ganzen Ideen mal irgendwann in einem Video nochmal auf, wie man den World Boss interaktiver gestalten kann. Ähnlich wie den Legendary Dungeon oder so. Nur halt eben auf eine andere Art und Weise. Aber ja, vielleicht machen wir das mal in so einem Brainstorm-Video und da könnt ihr eure Kommentare dann auch nochmal drunter verfassen, was ihr dazu sagt, wie ihr das seht und was ihr vielleicht für Vorschläge habt, wie man den World Boss angenehmer und interessanter für den Spieler gestalten kann. Aber das soll es soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.